Herzlich willkommen. Du möchtest also mehr über mich erfahren. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das mache oder nicht und inwiefern ich was über mich erzähle, wie tief ich da gehen möchte. Ja, lass dich überraschen. Hier ist MCV ASMR Martina. Ja, ich weiß, dass du gerne mehr über mich erfahren möchtest und das macht auch Sinn. Schließlich vertraust du mir oftmals so weit, dass ich dich sogar in den Schlaf begleite, jedenfalls mit meiner Stimme. Und da verstehe ich, dass ein bisschen mehr über den Menschen, der ASMR für dich dann macht, auch bekannt wird. Es geht nicht um mich als Person. Ich unterscheide ja Mensch und Person. Also Personen sind mehr die Geschichten um einen herum. Wie alt bist du, wo kommst du her, bist du in einer Beziehung, Für mich wichtig als Mensch, wer bist du wirklich? Und das hört man vielleicht an dem, was ich sage und an meiner Stimme. Und wenn das schon resoniert, dann bin ich genau richtig für dich. Ja, fangen wir mal an. Ich hole auch noch ein paar Geräusche dazu, damit das nicht ganz so langweilig wird. Ja, wo lebe ich? Ich habe mir also selber ein paar Fragen überlegt, die ich erzählen möchte. Ich lebe in Schleswig-Holstein. Das Meer ist nicht weit. Ja, mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich sehe gerade hier, das ist des Öfteren der Fall in den Videos, dass mein Kopfhörerkabel so präsent ins Bild hängt. Sieht aus wie ein Astronaut, der irgendwie Sauerstoffzufuhr hat. Sorry. Da habe ich noch keine andere Möglichkeit. Ja. Und die nächste Frage ist, wie lebe ich? Da kann ich auch was erzählen. Ich lebe in meinem kleinen Reihenhäuschen, habe einen wunderschönen Garten mit einer tollen Aussicht und ja, in einer etwas ruhigeren Umgebung, mal so außerhalb, ein bisschen am Rande einer Stadt. Ja, mit wem lebe ich? Ich lebe mit meinen 2 Kindern. Damit weißt du jetzt auch schon, dass ich 2 Kinder habe. Über die beiden erzähle ich aber nicht viel. Das ist deren Sache, was sie irgendwann mal öffentlich teilen wollen oder nicht. Ja, was habe ich beruflich gemacht? Da gibt es 2 Phasen. Eine Phase vor den Kindern und eine Phase nach den Kindern. Vor den Kindern war ich beruflich sehr erfolgreich. Insofern gemessen am Titel und am Geld. Ich fand mich gar nicht so erfolgreich, aber irgendwie die anderen schon. Ich habe damals gelernt bei einem Rechtsanwalt und Notar, bin dann aber zur Bank gewechselt und habe noch eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und habe dann in mehreren Städten gearbeitet.
in der Stadt, in der ich jetzt lebe. Dann habe ich in Berlin gelebt und gearbeitet und in Hamburg gelebt und gearbeitet. Und zuletzt habe ich in einer Privatbank gearbeitet. Ja. Und dann kamen die Kinder. Dann wurde alles anders. Danach habe ich versucht, meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Kinder irgendwie unter einen Hut zu bringen und habe dann andere Ausbildungen gemacht und anders gearbeitet, wie zum Beispiel, ich habe in einem Naturkindergarten gearbeitet und habe eine Ausbildung gemacht für Psychomotorik und Motopädagogik. Ich habe eine Tagesmutter-Anerkennung und habe eine Kindergroßtagespflege gehabt. Dann, was habe ich noch gemacht? Eine Kosmetikausbildung. Ja. Und das Witzige ist, ich schminke mich ja nicht gerne. Und auch nicht doll. Ja, und dann mache ich eine Kosmetikausbildung. Ja. Die war auch richtig toll. Aber dann mit den Modellen zu arbeiten, das hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Und dann mit Produkten, wo ich genau weiß, ja, das sind Inhaltsstoffe, mit denen ich nicht zufrieden bin oder einverstanden bin. Ja. Ich habe hier noch diese tolle Fusselrolle, die werde ich jetzt auch nochmal auspacken. Das war sehr laut. Und als letztes habe ich jetzt als Privatlehrerin gearbeitet und 2 Kinder für Schulabschlüsse vorbereitet. Einmal ESA und zweimal MSA. Ja, ich hatte viel mit dem Schulsystem zu tun. Ach ja, ich war auch noch mal Schulbegleitung zwischendurch. Und finde das Schulsystem, was wir hier in Deutschland haben, ja, nicht so schön. Ich war in mehreren Schulen, die ich mir angeguckt habe und auch als Schulbegleitung war und ja, geht gar nicht. Und das kann ich vielleicht sagen, habe versucht, meine Kinder so frei wie möglich vom Schulsystem aufleben, genau im wahrsten Sinne des Wortes aufleben und aufwachsen zu lassen, was mir auch gelungen ist. Ja, aktuell bin ich mehr auf der Suche nach einer Arbeit, die mich erfüllt und zu der ich Spaß habe und ja, die auch werthaltig für mich und für andere Menschen ist. Und das war es in der Bank zum Beispiel nicht, da möchte ich gar nicht zurück. Meine Hobbys, YouTube. Da bin ich wirklich froh, dass ich das angefangen habe. Erst einmal höre ich schon ein paar Jahre. Irgendjemand hat mir das irgendwann mal gezeigt, wo ich zuerst dachte, wie wahrscheinlich alle, oh Gott, was ist das denn? Habe mich aber dann ganz schnell darin gefunden und gefreut, dass es sowas gibt und wie ich da super entspannen kann. Als erstes wurde mir Zeitgeist empfohlen, den habe ich geschaut, aber ja, bin dann gewechselt und bin gar nicht so festgelegt, aber ich finde zum Beispiel Whisper Thread ziemlich gut. Der folge ich auch schon sehr lange, aber es gibt auch noch viele andere. Ja, und dann, wie so viele, die ASMR-Videos machen, habe ich gedacht, ich mache das selber mal. Kann doch nicht so schwer sein.
Es ist gar nicht so einfach. Wie sieht das immer so, ja, wie es so aussieht. Weitere Hobbys. Ah ja, ich liebe es, mir Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wer bin ich, warum bin ich und wie viele bin ich? Nein, eher so, gibt es ein Multiversum? Was passiert mit unserem Bewusstsein, mit den ganzen Sonnenstürmen zum Beispiel? Wie viel Wahrheit entdeckt man? Und dazu kommt natürlich auch, in wie vielen Ebenen und Gebieten werden wir einfach angelogen. Ganz schön krass. Also bin gerade dabei, mein Weltbild ein bisschen auf den Kopf zu stellen und loszulassen. Ja, was gibt es noch zu wissen? Ich höre der Generation X an. Die coolste überhaupt, finde ich. Eure ist auch nicht schlecht. Wer auch immer hier nur zuguckt. Aber die eigene findet man wahrscheinlich sowieso immer am besten. Ja, vielleicht interessiert es einige noch, ob ich in einer Beziehung bin. Nein, ich bin geschieden. Und ja, finde es im Moment auch sehr schwierig zu sehen, wo die Männer sich hin entwickelt haben, und brauche eher jemanden, der weiß, wer er ist und sich um sich selber kümmern kann, wie nicht nur beruflich, sondern was er denkt und fühlt, und auch, dass er das auch mitteilt, und seine Gesundheit, und genau. Und da gibt es halt noch nicht so viele, aber ich denke mal, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ja. Gibt es noch irgendwas, was ich noch erzählen oder von mir verraten möchte? Weiß ich gerade nicht. Ich nehme mal den ersten Trigger mit den Muscheln. Fand ich sehr schön. Vielleicht gibt es noch was interessant ist. Und was ich dann auch beantworten möchte, könntet ihr ja gerne nochmal Fragen stellen. Aber wichtig für mich ist es, dass ASMR einfach um die Stimme geht und um die Geräusche geht und um die Intention hinter den Videos. Und ich finde, das merkt man auch, oder ich merke das. Da kann einer noch professionell ASMR machen, wenn er das aus der falschen Intention heraus macht. Gefällt mir das nicht. Ja, wie man dann jetzt auch merkt, bin ich ja auch ziemlich ehrlich. Radikal ehrlich, also von der Wurzel auf sozusagen, und das kann den einen gefallen und dem anderen nicht. Das tut mir leid. Ja, ich fand es jetzt gar nicht so einfach, über mich zu sprechen, weil ich hier einfach nur als Martina für euch da bin und euch nur das Beste wünsche, und dass ihr euch entspannt und einschlafen könnt, dass eure Gedankenkreise ja aufhören. Ich selber brauche ESA nicht zum Schlafen, also ich habe keine Schlafprobleme, und Gedankenkreisen habe ich eigentlich auch nicht. Für mich ist ASMR fast wie eine Meditation. Ja.
zum Abschluss gehe ich nochmal sanft über dein Gesicht mit dem weichen Pinsel. Ist das in Ordnung? So. Also, ich bin einfach nur Martina und für dich da. Aber nicht ausschließlich. Ich habe auch ein Leben. Und wenn du dir was wünschst an Triggern oder ja, was dir gut tut, wo du weißt, das hilft dir, oder wo du in meinen Videos siehst, das ist überhaupt nicht so toll und das reißt mich raus und aus meiner Entspannung, schreib mir das. Gib doch mal Feedback. Lass uns austauschen. Ja, ich wünsche dir ein paar tolle Tage. Und falls du jetzt meinst, nachdem du weißt, wer ich als Person bin, das passt gar nicht. Danke, dass du dabei warst und dann dir noch ein schönes Leben und alle, die dabei bleiben und neu dazukommen. Ich freue mich über jeden, der sich entspannt und der zuschaut. Und ich freue mich natürlich wie alle YouTuber über Likes und über Abonnenten und Kommentare. Ja, länger will ich das